30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, No Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 21. Folge des YouTube Predator Cup 2020 und damit zum Viertelfinal-Hinspiel zwischen Mark Paczowski von Ilex und Markus von Oy, der für Bullseye Fishing aus der Schweiz antritt. Mark beendete die Gruppe D als erster, vor allem dank eines herausragenden Ergebnisses im Barschangeln. Er konnte gleich 4 Ü40er in die Wertung packen, darunter auch den YPC-Rekordbarsch von 52 cm, den er auf einen Oberflächenköder fing. Markus legte in seiner Gruppe mit 4 ordentlichen Barschen vor, rutschte dann zwischenzeitlich etwas ab, doch mit einem guten Hecht und dem erlösenden Zander kämpfte er sich auf Platz 2 zurück und schaffte so die Qualifikation für die nächste Runde. Liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer, herzlich willkommen zum Hinspiel des Viertelfinals zwischen Fonso von Oy und Mark Paczowski. Mark hat als Gruppenerster das Recht zu entscheiden, wer heute startet. Er hat sich dafür entschieden, dass Fonso starten wird. Ob es das Match mit den meisten Fischen werden wird, das weiß ich noch nicht. Es wird auf jeden Fall das Match mit den meisten Routen. Insgesamt haben wir hier 11 Routen am Start. Fonso, du hast 5. Was hast du heute vor? Angeln. Ich habe schon zum Marc gesagt am Auto, eben, jetzt sind wir halt vom Ufer zwangsweise unterwegs, aber wären wir vom Boot, hätte wahrscheinlich jeder von uns 6 Barschrouten dabei, 1, 2 Chicken noch für Zander und noch 2, 3 Hechtrouten. Aber jetzt machen wir hier Uferversion. Marc, was ist dein Plan mit deinen 6 Routen? Ja, ich habe 6 Routen mitgenommen, für jeden Fisch eine. Ich hoffe, der Plan geht auf und schauen wir mal. Okay, ja, wir werden es sehen. Los geht's, Zeit läuft ab jetzt und euch viel Spaß beim Zuschauen. Oh, die Pumpe geht! Er hängt im Kraut. Die Kraut. Oh, schade, Marc. Gerade gab es Fisch. Ich denke, es war ein großer Hecht, aber leider ist er mir im Kraut ausgestiegen. Ist im Kraut festgehangen und ist ausgeschlitzt. Also alles noch dran, aber ärgerlich. Naja, egal, weiter geht's. Ja, passiert. Passt irgendwie zu meiner Vorrunde. Ach nee. Ja, wir sind an Fonso Spot. Wir haben erst die Seite gefischt, wo das Wasser quasi vorne vorbeizieht. Und ich habe da versucht, ein bisschen auf Zander zu werfen. Ich schätze, Fonso hat versucht, eine Barsche zu fangen. Ich bin beim Herlaufen schon gesehen, dass jetzt sehr, sehr viel Kraut auf dieser Seite steht. Und ich hatte gehofft, dass hier ein Hecht steht. Der stand auch hier, aber ich habe ihn leider nicht rausbekommen. Naja, vielleicht kommt noch was. Wir erleben hier gerade ein kleines Déjà-vu. Es läuft eigentlich ähnlich wie das Viertelfinale von Fight gegen Didi.
Es ging los mit einem Hechtbiss und mit einem Aussteiger, kann man sagen. Und seitdem tut sich nichts mehr. Und gleich sind fast 2 Stunden rum und Fonso möchte gleich mal den ersten Spotwechsel machen. Wir sind jetzt schon 2 Stunden am ersten Spot. Wenn es annähernd wie im Training gelaufen wäre, dann hätten sicher noch eine halbe Stunde, 3/4 die ersten Fische kommen sollen. Und dann war eigentlich die Frequenz am Barschen immer recht gut und zwischendurch mal Hechte. So, jetzt heute, für mich gibt es eigentlich keine wirklichen Änderungen in den Bedingungen. Aber die Fische wollen halt überhaupt nicht. Und jetzt machen wir hier noch eine Viertelstunde und dann gehen wir in den Spot. Das ist hier ein Stück oberhalb. Der Unterschied da ist, es ist nicht wirklich eine Buhne, es ist nur eine Mauer, also quasi befestigtes Ufer, wo es dann hinten ausläuft in einem großen Strudel und da gab es auch Fisch. Schauen wir mal. So, wir haben jetzt zum ersten Mal den Spot gewechselt. Wir sind nicht mehr auf einer richtigen Buhne, sondern an einer Steinschüttung. Ich denke mal, die Zielfische bleiben auch hier die gleichen. Sieht ziemlich nach Barsch und Zander aus, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, wer den ersten Fisch fängt. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ihr vermutet. Marc oder Fonso? Die letzte Stunde fängt gleich an und Fonso wird langsam etwas nervös und hat nochmal einen Spotwechsel vorgeschlagen. Wir fischen jetzt an einer Hafeneinfahrt und ja, bin gespannt, ob das klappt. Fonso ist auf jeden Fall schon mal dabei, gerade seine Routen zu montieren und ja, bin gespannt. Ich kann es mir auch echt nicht erklären, an was es liegt. Und es ist mir auch natürlich peinlich, ja, weil ich hätte ja gern ein paar Fische gefangen und auch meinem Gegner die Möglichkeit geboten, was zu fangen. Er war ja kurz drauf beim Marc, das war ein richtiges Gerät. Ich hätte gesagt, das war ein dicker Hecht, aber der war echt dick. Nur leider ist er ausgeschlitzt. Ich werde mit dem Jig-Spinner hier den Bereich abfischen, einfach weil man recht schnell recht viel Fläche abdeckt, durchkämmt. Weil die letzten 2 Stellen haben ja gezeigt, dass da, wo die Fische standen bis anhin, dass sie da aktuell nicht sind. Wenn ich jetzt genau wüsste, da unten stehen sie, dann würde ich natürlich dahin werfen, aber heute scheint alles anders zu sein. Naja, so viel Fisch gab es jetzt noch nicht. Ich habe einen ziemlich dicken Hecht verloren. Leider Gottes, die Stellen, die Fonso ausgesucht hat, sind super. Da gibt es eigentlich gar nichts dran zu meckern. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Ist nicht unbedingt meine Komfortzone. Ich mag dieses Buhnenangeln nicht so. Aber es ist natürlich eine super Sache. Ja, der Hecht ist leider abgegangen im Kraut, ausgeschlitzt. Ich versuche jetzt mal mit so einem kleinen hochfrequenten Gummi irgendwie noch einen Zander oder einen Barsch zu fangen. Fonso hat schon gesagt, der angelt viel mit dem Jig-Spinner. Ich sehe schon, der vertraut auch auf unseren Deraku. Hat leider jetzt noch keinen Fisch hier gebracht. Wie gesagt, jetzt mal mit einem kleinen Gummi. Da habe ich in der Vorrunde schon dicke Barsche drauf gefangen. Und auch im Training Zander und vielleicht klappt es ja jetzt. Ich versuche mein Glück jetzt mal im Carolina Rig. Wenn die Fische oft nicht so aktiv sind, ist das meistens eine gute Methode, um Köder lange am Platz zu präsentieren. Da Fonso verschiedene Stellen vorgibt und ich nicht genau weiß, wie viel Gewicht ich brauche, habe ich mir hier eine ganz einfache Montage gebaut. Und zwar statt diesem normalen Bullet, was hier auf die Schnur fädelt, habe ich mir hier einen Wirbel mit drauf gefädelt, eine kleine Gummiperle als Schutz für den Knoten, und da benutze ich das John Wade von Elex. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Da ist meine Box. So ist das hier so eine kleine Granate. Die könnt ihr einfach in den Wirbel, den ich hier auf die Schnur gefädelt habe, einhängen, und dann läuft das hier frei wie ein Carolina auf der Schnur. Es läuft natürlich noch freier wie beim normalen Bulle, das heißt, wenn der Fisch euren Köder aufnimmt, hat er noch weniger Widerstand, noch weniger Gewicht, was er merkt. Und ihr könnt halt schnell die Gewichte wechseln, die Situation anpassen und ja, mal gucken, ob hier jetzt ein Fisch drauf knallt.
Fonso. Sauber. Arsch geleckt. Entspannen Sie sich. Was haben wir? 33, ja? Da. 34, aber müssen wir aufrunden, ne? Der ist über. Ja. Ja, 34. Der hat 34, ja. Der hat 34. Okay. Ja. Manchmal brauchen Dinge einfach länger. So ist es, Fonso. Und Schweizer sind ja auch eher für ihre Gründlichkeit als für ihre Schnelligkeit bekannt. Markus geht mit 68:0 in Führung. Also es war jetzt die letzte Stelle, eigentlich die letzten Minuten. Kam hier auf einen kleinen Spinnerbait, noch der Barsch über dem Kraut. Das war genau das, was im Training auch blendend funktioniert hat. Und heute jetzt halt erst einmal sehr spät. Vielleicht reicht es ja noch für den zweiten. Nein! Ein Ratzen! Ein Ratzen! Ich dachte schon, du willst jetzt zeigen, wie ich das rufen soll. Und rufst auch noch nicht. Meine Halbzeit ist jetzt durch. Es lief überhaupt nicht, in keinster Art und Weise. Kackt mich selber natürlich an. Ich konnte jetzt zum Schluss noch einen kleinen Barsch fangen. Aber ja, ich kann es mir selber nicht erklären, weil genauso wie der Barsch jetzt kam, ging es im Training auch. Nur halt deutlich öfters und auch schöne Fische mit 40 plus und immer wieder Hechte dabei. Aber immerhin konnte ich so ein Stück weit mein Gesicht wahren, aber auch wirklich nur ein Stück, dass ich jetzt nicht hier als Schneider aus der eigenen Halbzeit gehe. Ich hoffe, der Marc hat bessere Spots wie ich. Und ja, schauen wir, was noch geht. Ja, Fonsos Halbzeit ist rum. Es hat gar nicht, naja, es hat schlecht angefangen für mich. Ich habe einen dicken Hecht verloren. Dann kam lange nichts und zum Schluss, die letzten 10 Minuten, fängt Fonso noch ein 34er Barsch, der hätte nicht unbedingt sein müssen. Ich hatte auch noch einen Fisch, leider nichts für die Wertung, ein kleiner Rapfen. Naja, wie auch immer, wir haben jetzt noch eine Halbzeit. Wir fahren jetzt mal in meine Spots und ich hoffe, dass ich da ein paar Fische fangen kann und Fonso diesmal nicht ganz so erfolgreich ist. Wir werden sehen. Süß oder saures. Nur bei unserer Halloween-Aktion gewinnt jeder. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Traut ihr euch mitzumachen? So this year we made together with Klaas Zwartzonker for Abu the new McSnack. So we already have the McJerk 12 and 15 centimeter, but we wanted to make a downsized jerkbait. So the McSnack is 9 centimeter, only 22 gram. It's slow sinking. It has really easy action, so if you only cast and retrieve it on a steady pace, it will go left, right really beautifully. If you give it some pauses and some jerks, it has a very erratic action and the pikes really love it. It comes in 10 different colors, both realistic printed colors and glitter colors. So go check them out and catch a lot of pike or perch or whatever you want to catch on it. Hallo liebe YPC-Zuschauer. Wie bei Angelvideos üblich, kriegen wir natürlich auch unter die YouTube Predator Cup Videos immer wieder viele Nachfragen, was für Tackle die Angler im Einsatz hatten. Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Bei uns im Shop gibt es ab sofort eine eigene YouTube Predator Cup Kategorie. Hier ist nach Gruppen geordnet
Jeder Angler, der im YPC 2020 mitgefischt hat, und hier könnt ihr einen Großteil des Tackles finden, was im YPC geangelt worden ist. Viel Spaß beim Stöbern! Auf geht's in die zweite Halbzeit. Jetzt hat Marc die Spotwahl. Marc, erster Spot für dich jetzt hier. Wie ist der Plan? Der Plan ist jetzt mal einen Zander zu fangen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, wie hier die Aktivität ist. Im Moment haben wir leider keine Strömung, die Tide ist im Moment ziemlich ungünstig, will ich mal sagen, aber ich hoffe, dass trotzdem ein paar Fische kommen und wir werden sehen. Okay, auf geht's, Zeit läuft, 4 Stunden ab jetzt. Jawohl. Viel Erfolg, Männers. Dann Petri. Petri. Das ist nicht. So Scharspitze, glaube ich. Ja. Wie soll denn das funktionieren? Kann mir das einer erklären? Ja. Die Hände, ist das ein Dreck hier. Petri Fonso. Petri, Dank. Sehr gut. Jetzt muss ich den nur noch hier durchs Geländer kriegen. Sehr schön. Schauen wir mal, was er hat. Da ist er bei 80. Vorne ist er bündig. Ja, genau 80 habe ich. Augenmaß. Sauber. Da steht er wieder und geht. Sauber von so Petri, ey. Petri, Dank. Ja, stinkt und schleimt alles. Ich mach schon. Der nächste Fisch und bereits die zweite Fischart für Markus. Er baut seine Führung auf 148:0 aus. Lässt Marc sich aus der Ruhe bringen? Ja, mein Plan war natürlich bei mir am Spot die Fische zu fangen, aber jetzt hat Fonso noch mal ordentlich vorgelegt. Der hat einen 80er Hecht gefangen. Ja gut, das ist hier eine Stelle, da hat es Fische und da gehört das bisschen Glück dann auch dazu. Aber ich habe noch jede Menge Zeit und hoffe, dass es bei mir auch gleich rumpelt und dass Fonso nicht hier mich am ersten Tag gleich so nass macht, dass ich es morgen dann richtig schwer habe. Fonso, Marc Spot, du fängst den Fisch. Wie war das jetzt für dich? War schön. Es war spannend vor allem, weil ich bin auf jeden Fall aus der Position habe ich noch nie was gekischt. Ja, das war schon spannend. Ich muss dazu sagen, du kannst dich, glaube ich, glücklich schätzen, dass du eine Stahlspitze vorgeschaltet hast. Ja, das ist jetzt, ich meine, sonst könnte man das Risiko eingehen, im Turnier sowieso nicht, aber es gibt ja sogar noch Bestrafung mit Punktabzug und wenn es geht, möchte ich das natürlich vermeiden. Also so wie der hing, war das schon eine ganz gute Sache. Ja, und ich habe mir gestern hier im Festziehen vom Stahl noch schön im Finger geschnitten, das gehört auch dazu, aber hat sich ja schon gelohnt. Auf jeden Fall. Ja, hier oben Hände waschen ist eher schwierig, stinkt alles. Ein bisschen erwischt hat er mich da beim Schütteln, aber passt. Wollen wir nicht jammern. Ja, Fisch, Köcher bitte. Fisch, Köcher. Danke, Fonso. Jawohl, Marc, sauber. Der war wichtig. Oh Mann. Ja, hier eine Spundwandkesche. Kann man schön zusammenschieben.
Nicht die Leute erschlagen wie von so. Alles gut. Die Matte ist noch nass von Oh, ich bin happy, dass ich einen Fisch habe, Leute. Alles noch schön nass. Oh, sogar weiche Knie, ey. Ja, der ist nicht viel größer wie deiner, glaube ich, den du vorhin gefangen hast. Warte. Das war alles Gute. Dran. 35,5, ne? 35,5, also somit 36. Ja. Sehr schön. Ja, der Fisch war wichtig. Mein erster Fisch für heute. Und ich hoffe nach dem Vogel noch ein paar. Und einmal einen Fahrstuhl nach unten. Yes. Marc ist die Erleichterung anzumerken. Die ersten Punkte auf seiner Seite. Er bringt 72 Zähler aufs Scoreboard. So, der Fisch kam jetzt hier auf den Derrakub. Ja, Barschkiller, ich glaube jeder kennt ihn. Und ich glaube Fonso hat eben auch einen montiert, wenn ich richtig gesehen habe. Er nickt schon. Der hat Kursen macht, müssen wir nichts erzählen. Und das Krasse ist halt, also ich kenne kaum Barschköder, wo man krassere Beifänge hat wie mit dem Derrakub, weil die Zander hauen sich den rein, die Hechte sowieso, die Rapfen eh. Also ein sehr vielseitiger, effektiver Köder. Der Marc hat jetzt natürlich einen schönen Barsch gefangen und ich dachte schon kurz, da ist der nächste, aber war nicht. Ich glaube, aktuell ist es überhaupt noch zu früh, um irgendeinen Schluss zu ziehen, weil der Marc kennt auch die Gewässer hier sehr gut, der Marc kann sehr gut angeln und wir haben am Schluss eine Wertung aus 6 Fischen. Und ich habe jetzt gerade mal 2 drin und der Marc einen. Und ich glaube, wir sollten abrechnen, wenn da 6 und 6 im besten Fall drin steht. Also mein Ziel ist auf jeden Fall, die Wertung voll zu machen. Ja, und dann müssen wir schauen, wer die größeren hat. Ja, der Spotwechsel hat sich gelohnt. Das war jetzt der zweite Fisch hier an diesem Spot und wir sind gerade mal 45 Minuten hier. Ich bin gespannt, was noch geht. Marc hat jetzt seinen ersten Fisch gefangen und kann mit einem 40er Barsch zum Beispiel erstmals auch in Führung gehen. Wir haben jetzt mal die Seiten hier gewechselt von diesem Wehr, von dieser Schleuse. Ich hoffe sehr, hier einen Zander zu bekommen. Oder dann halt eben Fonso, wenn er jetzt nochmal einen raushaut. Wir werden hier auf jeden Fall noch eine Weile bleiben, weil ich hoffe, dass jetzt mit der Tide, die kommt, jetzt haben wir deutlich mehr Strömung wie am Anfang, dass wir hier ein bisschen Aktivität reinbekommen und die Fische gleich beißen werden. Ups, genau. Ja, der ist zu klein. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, 38 oder so vielleicht. Ja. Ja. Nee, so, passt. Ich denke, es ist ein Zander, es ist mit Sicherheit kein 70-Plus-Fisch. Aber ich hoffe, er hat wenigstens das Maß, er bockt gerade ein bisschen. Ich hoffe es und ich hoffe, dass... Oh nein!
Und das weg. Ja, ich denke, dass er das Maß gehabt hat, aber er ist weg. Ah. Der zweite Fisch, den du heute verlierst. Das ist echt ärgerlich, ne? Fuck. Ja, heute irgendwie, oh sorry, Kameramann fast erschlagen. Irgendwie soll es heute nicht sein, habe ich so das Gefühl. Das klappt nicht so. Zweiten Fisch, den ich verliere. Ich würde sagen, es war ein guter Fisch. Ja, naja. Vielleicht kommt noch einer. Das ist die richtige Einstellung. Denn Jammern bringt keine Punkte. Ein maßiger Fisch muss in den Kescher. Ja, was ist das? Kleiner ist gerade. Leider ja. Upp, und weg ist er. Ja. Oh Mann, Marc, ey. Ich meine, er war heute nicht maßig, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass er maßig war, aber irgendwie ist heute nicht. Was ist denn jetzt hier passiert schon wieder? Ist heute nicht so mein Tag. Wie geht denn das? Also, falls mir das einer der Zuschauer erklären kann, bitte schreibt es mal in die Kommentare. Ja, irgendwie klappt es heute nicht so. Man muss dazu erwähnen, du hast gerade eben noch einen Stinger montiert, ne? Ja, ich habe extra einen Stinger montiert, aber trotzdem nicht. Ich habe jetzt mal hier auf den V2Vip gewechselt. Ah, ja. Bleibt tapfer. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, also heute Morgen hat es angefangen mit dem großen Hecht, den ich verloren habe. Und das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Match heute gegen Fonso. Ich habe einen untermaßig, ich denke, er war untermaßig vom Netz verloren. Vorher hatte ich einen Zander drauf, der war auf jeden Fall maßig. Den habe ich natürlich auch verloren, ausgeschlitzt. Und ja, in der Gruppenphase war das so ähnlich bei mir. Ich habe sie zwar dann gewonnen, also ich will mich nicht beschweren, aber irgendwie habe ich doch ganz schön viel Pech hier beim YPC dieses Jahr. Aber nichtsdestotrotz, ich bin motiviert, ich mache weiter und ich hole mir jetzt noch einen maßigen Zander. Nächste Zander im Drill. Naja, brauche ich kein Netz, danke. Ja, mit den Größen kann ich keinen Blumentopf gewinnen. Aber der hängt jetzt hier am Stinger. Gut. Kleiner Kerl. V2Vip. Ich habe vorhin im Eiche Tail geangelt. Ich habe im Training herausgefunden, dass sie eher kleine Vibrationen wollen, nicht so viel Vibration. Deshalb sehr schlanke Köder mit einer hohen Frequenz. Vielleicht kommt jetzt noch ein maßiger. Das gibt's nicht, oder? Untermaßig, untermaßig, untermaßig. Das strampelt eher wie ein Barsch, aber ein Mikrozander könnte es, aber es fühlt sich eher an wie ein Barsch. Ja, ist ein Barsch. Zum Glück blieb mal einer hängen. Zwar nicht der Hopfbettzander. Oh, nee. So, vorne ist er drauf. Ist an der 33, oder? Ja, 33. Da ist die Linie. Okay. Petri Fonso. Petri, Dank. Also ich bin ja hier, um Zander zu fangen in erster Linie, aber aktuell nehme ich alles.
Während Marc sich mit Fehlbissen, Aussteigern und untermaßigen Fischen ärgert, holt sich Markus die nächsten Punkte. 33er Barsch, 66 Punkte und damit schon 214 Zähler auf dem Konto des Schweizers. Eine Stunde vor Schluss hat Fonso seinen Vorsprung noch mal ein bisschen ausgebaut und jetzt kommt richtiges Dreckswetter auf. Ich bin gespannt, ob sich das vielleicht noch mal auf die Aktivität der Fische auswirkt. Und wieder mal ein untermaßiger. Das Akro. Diesmal auf dem Wiss. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen größer montiert. In der Hoffnung, dass auch mal ein größerer Zander kommt. Aber na, das war wohl nichts. Wanderkontakte hatte ich hier nicht sehr viele. Aber es lässt sich auch nichts selektieren. Ich habe vorher auch schon mal größere und auch voluminösere Köder gefischt. Mit größeren Paddel, mit kleineren Paddel, Twisterschwanz, alles querbeet. Alle Farben. Ich weiß es nicht, was es braucht, um hier einen maßigen Zander zu fangen. Hat wieder getockt, aber ich glaube, ich bin ein bisschen größer wie die anderen. Oder nicht? Dann ist es im Kescher bereit, aber ich glaube, hängt ganz knapp am Stinger. Dann brauche ich nicht messen. Aber immerhin ein bisschen Frequenz. Und hier auch wieder, wie ich im Training herausgefunden habe, schmale Köder, ganz kleiner Teller, hohe Frequenz. Scheint auf jeden Fall Bisse zu bringen. Die Größe ist noch ausbaufähig. Ein Barschen der Größe würde ich auch nehmen, so ist es nicht. Dass ich dem Fonso noch ein bisschen dichter auf die Pelle rücken kann. Im Moment ist er mir viel zu weit weg, was Punkte angeht. Na? Das Geländer hier, es ist das Schlimmste. Das könnte passen. Ist das schon zu laut? So, so schön hier. Oh. Ich glaube, der wird 41 haben mit meinem Glück heute. Erstmal hier meine Schnur aufkurbeln. Ja, also es gab auf jeden Fall mal wieder einen Fisch, der vielleicht das Maß hat, hängt auch ganz knapp. Ich werde ihn jetzt mal ganz schnell messen und dann hier mal weitermachen. Okay. 44. Ja. Einverstanden? Der ist drüber. Ja, der ist hinten drüber. Oh. Danke! Was eine Erlösung, endlich ein maßiger Fisch, kein Riesenfisch, aber ich freue mich tierisch darüber. Na also, ein wichtiger Fisch für Marcs Punktekonto und natürlich auch für die Moral. 57,2 Punkte für ihn. Er kann den Vorsprung verkürzen. Das ist doch ganz schön in Führung. Ja, aber du weißt selber, dass es schwieriger ist, einen massigen Zander zu fangen als nicht. Also von dem her, eben, wenn da 6 Fische in der Wertung sind, dann können wir spekulieren. Bis dahin ist alles noch sehr, sehr wackelig. Yeah, in the stove, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Leute, 20 Sekunden noch. Letzter Wurf. Los geht's! Komm, nicht laufen, Berg. Und
Stopp. Ja. Fonso, wenn du jetzt noch einen Fisch fängst, zählt ja nicht mehr. Ja, gut gefangen, aber ja. Du hast ihn gefangen, aber ja. Oh Mann! Fahr nach Holland, haben sie gesagt. Ja. Ah, Mist! Naja. Aber wir haben gut gekämpft, oder? Ja, ein paar Fische kamen ja und sind alle rausgekommen, die dran waren. Wird auch ein bisschen anders aussehen. Fonso zieht es noch durch. Fonso gibt es nicht auf. Wenn Köder im Wasser, dann muss man nur ausbüßen. So, das war das Hinspiel des Viertelfinals zwischen Marc und Fonso. Marc, du hast heute die meisten Fische gefangen. Allerdings hattest du auch echt eine Menge Pech. Die Fische waren entweder untermaßig oder sie sind ausgestiegen. Oder war die falsche Spezies? Oder es war die falsche Spezies, wie mit dem Rapfen. Da kann man nichts machen. Das Gute ist, morgen ist auch noch ein Tag. Ja. Fonso liegt in Führung. Wie ist der Plan morgen? Die Spots angeln, wo Marc vorgibt. Und da versuchen, möglichst auch was rauszukurbeln. Ich bin gespannt. Hat er ja heute bewiesen, dass er es kann. Ja, aber also, dass ich jetzt hier keinen Zander kriege, das schockiert mich selber ein bisschen. Aber ich meine, du hast jetzt, das war ein Quotengeschäft. Jetzt waren irgendwie 15 oder 10 Zander, bis dann einer mal maßig war. Ja. Einen guten habe ich verloren, aber ja. Naja, Das ist Angeln. Das ist Angeln. Die Fische, die man verliert, sind immer die größten. Ne? Immer. So ist es. Wir sind gespannt, wie das Rückspiel ausgeht. Ja. Und wir würden uns freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um auch das nächste Duell zwischen den beiden und auch die weiteren Duelle des YPC 2020 nicht zu verpassen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Wir sehen uns morgen. Ein schwieriger Angeltag für beide. Nach dem Hinspiel liegt Fonso mit 214 zu 129,2 vorne. Wer ins Halbfinale kommt und dort gegen Herbert Ziereis oder Frédéric Julien angeln wird, seht ihr in genau einer Woche.